Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute die Kiwi Pro Grips. Das sind so Controller Grips, wie ihr sie schon kennt von anderen Controllern, aber eben von Kiwi Design, und die haben echt ein paar coole Features, was andere vermissen. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Hier bei Ikuma Games zeige ich euch Tech-Reviews, alles rund um VR, Games und so weiter und so fort. Also vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Um die Dinger soll es heute gehen. Schön hier mit dem Valve Index Style Grip. Wie nennt man das? Die Straps hier. Sehr cool gemacht. Aber hat man ja schon tausendmal gesehen, ne? Darum, was ist denn hier daran so besonders? Also als erstes ist das Ding komplett aus Gummi, beziehungsweise so ein Silikon, perforiert, ihr seht es. Und dadurch, das ist meine Erfahrung, schwitzt man nicht so gut da drin. Also man bleibt immer schön trocken, die Hände bleiben durchlüftet, das ist schon mal ein guter Punkt. So, diese Dinger hier sind nämlich auch aus diesem Gummimaterial hier. Und das bieten nicht alle. Also meistens hat man ja so eine Art Stoff oder 'n Schnürsenkel hier, wie bei Viacaba oder bei Mammut oder bei AMVR. Es gibt ja alle möglichen Marken, und das sind, glaube ich, die ersten, ich habe zumindest so eins noch nicht gesehen, die so schön hier, das verarbeitet haben. Ich mache das mal ab. Hier ist nämlich so eine Art Stoff drüber. Das mache ich mal ab. So, hier. Das ist 'n komplett gummiert. Und das trägt sich ausgezeichnet. Wenn man es ein bisschen rutschfester haben möchte, kann man diesen Stoffbezug weglassen. Aber wenn man das lieber ein bisschen weicher haben möchte, kann man diesen Stoff hier einfach hintermachen und befestigen. Finde ich schon mal ganz gut. So, was ich hieran cool finde, man hat nicht am Ring irgendwie eine Befestigung wie ein Kabelbinder oder sonst was. Es wird hier hinten, so, wird es hier festgemacht. Also das Ganze wird auf den Controller gesetzt. Ja, so. Und dann wird das hier hinten befestigt. Im Lieferumfang enthalten, was ich ganz nett finde, ist hier so ein Gummidings. Das wird hier einfach so drüber gemacht. Das ist nicht besonders fest, aber fest genug, dass es beim Spiel nicht abfällt. Und genau das soll es ja auch tun. Ich habe mir jetzt erstmal Sorgen gemacht, sowohl der Controller Grip hier an den Seiten verdeckt schon mal zwei LEDs und auch dieser durchsichtige Gummiring hier. Da habe ich mich gefragt, könnte es irgendwie Schwierigkeiten beim Tracking geben? Mir ist es nicht aufgefallen. Ich würde euch bitten, wenn ihr diese Controllers habt, Controller Grips, dann schreibt mir doch mal, ob ihr irgendwie Probleme habt. Ich habe keine feststellen können, aber heißt ja nicht, dass die nicht da sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie dadurch ein bisschen kompatibler sind zu zum Beispiel den neuen Cambria. Die ganzen Patente, die man gesehen hat, die sind ja ohne Ring, und hier wird kein Ring quasi benötigt. Eventuell haben sie schon da vorausgedacht oder haben sogar schon irgendwie die Modelle da gehabt. Aber das ist natürlich nur Spekulation von meiner Seite. Ein Feature von diesen Controllern, das gab es schon in der Vorgängerversion von Kiwi. Die haben hier einen Deckel, mit denen ihr einfach den Akku oder die Batterie austauschen könnt. Das finde ich cool. Also ist jetzt nicht so, als würde man ständig den Akku wechseln müssen, beziehungsweise die Batterie von der Quest 2, von den Controllern, aber ist natürlich ein nettes Feature, dass man den ganzen Grip hier nicht entfernen muss. Der Controller ist insgesamt um einiges länger als zum Beispiel von VR-Cover oder von Kiwi, nicht von Kiwi, von Mammut. Also ihr seht's hier,
Da ist ein ganzes Stück dran, hinten. Hier könnt ihr das Ganze festziehen oder locker machen. Finde ich auch schön gemacht, ist alles schön integriert. Funktioniert super. Festziehen, zu fest. Natürlich immer darauf achten, nicht zu festziehen, Leute. Aber das funktioniert gut. So, ich nehme mal hier einen anderen und baue den mal auseinander. Ich bin immer ungeduldig. Ich hätte natürlich wieder ein Unboxing machen können und so weiter, aber ich wollte es direkt testen. Und ich nutze die schon eine Weile. So, entfernt. Ihr seht's schon. Der Deckel ist weg. Der muss natürlich runter. Ich zeige euch das jetzt mal alles im Detail, wie man das Ganze hier befestigt. So, seht ihr das? Hier innen drinne ist Plastik. Das ist nicht einfach nur so ein Gummibezug, sondern der Grip befestigt sich quasi als Deckelersatz an diese Stelle, was natürlich den Grip auch festmacht. Also ich hatte das Problem bei anderen, bei Mammut zum Beispiel, jetzt auf den G2-Controller bezogen, aber trotzdem, wenn die Dinger hier nicht gut sitzen, dann rutschen die ab. Vor allem, wenn man Sportspiele spielt, Beat Saber und so weiter, dann werden die locker. Das hier, das sitzt bombenfest, weil das eben wie der Deckel hier eingeklickt wird. So sehe das bei VR-Cover aus. Ich lasse den Deckel mal dran. Das wird hier normalerweise ja so festgemacht und dann hier mit den Klettverschlüssen hier oben dran befestigt. So sieht das dann aus. Und auch wenn die hier super sitzen, sind die natürlich nicht so fest, weil man sieht's. Ich glaube, wenn man viel spielt, könnte sich das lösen. Wobei die VR-Cover hier trotzdem echt gut sind. Das muss man denen lassen. Wir können ja mal direkt einen Vergleich starten. Ja, VR-Cover, Grip und Kiwi Grip sind schon unterschiedlich, was die Größe angeht. Ganz extrem. Für mich passt das ehrlich gesagt ganz gut hier bei den kleinen, also bei VR-Cover. Aber wenn man riesige Hände hat, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das Material hier gefällt mir viel besser. Also hier rutschiges Gummi, die Kanten sind auch alle hart. Hier ist alles schön weich und schmiegt sich gut an die Hand an. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ihr hier zieht, seht ihr das? Also es löst sich nicht, aber ich habe da schon so ein bisschen Sorge. Dadurch, dass alles natürlich aus Gummi ist, zieht es da und diese Stelle hier ist, glaube ich, sehr empfindlich. Es ist kein Hartplastik oder sonst was. Ich habe da ein bisschen Angst, dass das irgendwann reißen könnte. Bisher nichts passiert, aber wenn man hier viel spielt, zieht das Gummi hier schon um einiges. So, das ist der linke Controller, sogar der Sticker noch dran. Das Ganze nehmt ihr ab. Dann habt ihr den Controller, die Batterie. Ich habe es wieder. Das kommt raus. Und dann wird das hier oben geöffnet und hier einfach eingeschoben. Hier würde ich euch raten, macht den Deckel schon mal auf und diese Lasche, die hier drin ist, da gibt es auch einige Ersatzdinge dran, also wenn die kaputt gehen, ist kein Thema. Hier diese Batterie-Rausziehlasche, nenne ich es mal, die rausmachen, dann den Controller rein und wie ihr schon eben gesehen habt, dieses Stück Plastik hier muss natürlich auf den Controller drauf geschoben werden. Problem ist, ihr seht natürlich nichts, aber mit ein bisschen Bummelei könnt ihr den genauso befestigen. Es macht dann schön Klick. Dann kommt dieses Gummi hier rüber, hinten und vorne und wird dann hier einfach befestigt. Ganz einfach, ging doch schnell. So, Batterie ist schon drinne. Ja gut, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ich hätte die Batterie auch rausnehmen sollen. Jetzt ist die Batterie drinne
und die Lasche ist draußen. Jetzt habe ich natürlich Schwierigkeiten, die Batterie rauszuholen. Deswegen ist diese Lasche da. Ist aber kein Thema, macht's von Anfang an richtig. So, die Batterie ist draußen. Diese Lasche kommt hier rein und die Batterie kommt über die Lasche, wird dann hier umwickelt und der Deckel wird zugemacht und ihr habt alles sicher am Platz. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Also dadurch, dass sie auch so groß sind, habt ihr das Problem, die passen nicht in die meisten Taschen. Also ich habe hier die Tasche, hier sieht man sie, von Bobo VR. Und diese Dinger hier passen nicht rein. Also die sind einfach viel zu groß. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist das. Ich habe den meistens sowieso irgendwo an der Seite liegen gehabt. Ich hatte schon Probleme bei den VR-Cover-Straps, obwohl die kleiner sind. Allein durch dieses Ding hier konnte ich die zum Beispiel nicht auf den Ständer platzieren. Also die meisten Sachen, das meiste Zubehör ist gemacht für eine nackte Quest 2. Aber so will ich sie nicht haben. So, wo ist jetzt der Gummiring? Vermisse ich gerade. Wie gesagt, keine Probleme mit dem Tracking, aber weiß ich nicht, so komplett, also Aussparung und Löcher hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Aber es funktioniert, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe das Ding im Angebot gekauft. Ich gucke mal, wie viel das kostet und dann würde ich das hier hinschreiben. Ich glaube, die hier sind für große Hände. Ich glaube, die meisten Leute werden Probleme damit haben, dass die Dinger so groß sind. Aber ich weiß nicht, vielleicht für Beat Saber Spieler oder so. Ich meine, okay, Beat Saber Spieler haben oft so komische Halteformen. Keine Ahnung, wie die immer Beat selber spielen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt klassisch halten würdet, so habt ihr natürlich ordentlich was in der Hand. Oder ihr habt ein Schwertspiel, wo ihr den Trigger nicht braucht. Ich weiß immer nicht, welche Spiele das nicht brauchen. Also die meisten brauchen es. Aber wenn ihr was hättet, könntet ihr den Controller hier richtig schön halten. Das ist, glaube ich, ganz cool. Oder wenn ihr ein Boxspiel habt. Ich habe das Problem, ich halte den immer so und dann ist es irgendwie so unauthentisch. Aber dann könntet ihr den so halten, zum Beispiel Ragnarok. Haltet ihr so, ohne den Trigger und könnt dann richtig loslegen. Kann, glaube ich, ganz cool sein. Also muss man vielleicht einfach testen und sonst zurückschicken. Aber ich war erst auch super unzufrieden. Aber nach ein bisschen Spielen habe ich gemerkt, nee, das fühlt sich echt gut an. Ich werde die behalten auf jeden Fall. Das einzige Problem, was ich immer mit diesen Grips habe, ich würde voll gerne einen Gunstock nutzen. Und die Gunstocks, die es gibt, die haben meistens ihre eigene Lösung oder setzen darauf, dass ihr keine Grips habt. Zum Beispiel hatte ich das von Mammut. Die haben ja auch so einen schönen Gunstock. Aber ich mochte den Grip nicht so gerne. Da mag ich den von VR-Cover tatsächlich lieber. Der ist ein bisschen hochwertiger, meiner Meinung nach. Oder von Apto VR, also für den Gunstock von denen. Die haben ja eine ganz komische Lösung. Also da musst du irgendwas reinkleben unter den Deckel und so weiter. Habe ich auch schon nicht so viel Tolles gehört. Also die beiden großen Gunstock-Hersteller haben jetzt nicht so, also sind natürlich nicht mit so etwas hier kompatibel und setzen auf ihre eigenen Lösungen. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, damit muss man leben, dass es halt jetzt so viele Zubehörhersteller gibt und die nicht alle untereinander kompatibel sind, die Taschen nicht kompatibel sind und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, was benutzt ihr am meisten? Den Controller und der sollte bequem sein. Solltet ihr noch Fragen haben zum Controller oder eine Empfehlung brauchen, ich habe schon einiges an Zubehör durch. Schreibt es mir in die Kommentare, abonniert mich bei Twitter oder so, um mit mir in Kontakt zu bleiben. Ciao.